So, jetzt nähert sich 2024 und viele von euch werden sich vielleicht damit auseinandersetzen, ins Ausland umzuziehen und auszuwandern. Was sind jetzt genau die Vorbereitungen, die man für eine solche Auswanderung treffen muss? Es gibt ja doch relativ viele Dinge, die zu organisieren sind, und da kann man leicht den Überblick verlieren. Wir haben hier eine Checkliste zusammengestellt mit 12 Punkten. Da geht es vor allen Dingen um rechtliche und steuerliche Fragen, die du beachten musst, wenn du 2024 auswandern willst. Vielleicht will ich zunächst mal auf den Punkt eingehen, warum so viele zum Jahreswechsel auswandern wollen. Das hat im Wesentlichen natürlich psychologische Gründe. Man will ein Jahr abschließen und will dann das neue Jahr schon im Ausland beginnen. Steuerlich gesehen ist es ganz ehrlich egal. Du kannst zu jeder Zeit im Jahr umziehen, und die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland oder deinem Herkunftsland endet mit diesem Datum und beginnt in deinem neuen Zielland. Ja? Also steuerlich gesehen gibt es eigentlich wenig Gründe, das zum Jahreswechsel zu machen. Aber für viele ist es eben so, letztlich psychologisch gesehen, eine Sache abschließen, was Neues beginnen. Für viele, die Familie haben, ist natürlich eher der Umzug im Sommer angebracht, weil dann das neue Schuljahr beginnt. Ja? Also nochmal, wenn es für dich besser ist, zum neuen Schuljahr umzuziehen, dann zieh einfach zum neuen Schuljahr 2024 um. Es gibt jetzt keinen Grund, hier den Umzug, die Auswanderung zum Jahresende zu forcieren, außer du möchtest es gerne. Ja, natürlich, je früher, je besser. Aber grundsätzlich gibt es keinen Grund, jetzt hier gezwungenermaßen jetzt zum Jahreswechsel umzuziehen. Grundsätzlich will ich auch noch sagen, dass diese Checkliste natürlich vor allen Dingen für Personen gedacht ist, die auch aus steuerlichen Gründen ins Ausland umziehen und dort letztlich auch weniger Steuern bezahlen wollen. Wenn das für dich kein Thema ist, dann sind vielleicht viele der hier angesprochenen Punkte eher nicht so relevant. Okay, also Punkt 1 auf unserer Checkliste. Wie wirst du im Ausland Einkommen generieren? Für viele ist dieser Punkt nicht so hundertprozentig klar. Ja, okay, die sind vielleicht Freiberufler zum Beispiel, aber die haben jetzt noch nie mit ihrem Auftraggeber gesprochen, ob das tatsächlich im Ausland funktionieren würde. Und daher würde ich dich auf jeden Fall animieren dazu, das so schnell wie möglich zu organisieren. Ja. Wir hatten schon Mandanten, da hat zum Beispiel der Auftraggeber gesagt, nein, mache ich nicht, wenn du im Ausland für uns arbeitest, dann endet deine freiberufliche Tätigkeit hier. Ja. Und damit war dann der Traum vorbei. Oder der Auftraggeber hat gesagt, wir erwarten, dass du in der EU ansässig bist aufgrund der EU-Datenschutzverordnung. Ja, also auch das natürlich ein wichtiger Punkt. Ja, wenn du angestellt irgendwo sein wirst, dann stell sicher, dass es dort tatsächlich auch einen Job für dich gibt. Ich kann nur sagen, aus der Erfahrung vieler Mandanten, es ist immer scheiße, arm zu sein, aber es ist besonders beschissen, arm zu sein, wenn man im Ausland ist. Ja, also stell sicher, dass deine finanzielle Versorgung rundum gesichert ist und dass es realistisch ist, dass du im Ausland lebst und dort ein gutes Einkommen auf jeden Fall generieren kannst. Ohne eine solche Strategie würde ich auf keinen Fall gehen. Zweiter Punkt, wo wird deine Basis sein? Du brauchst auf jeden Fall eine Basis, du brauchst auf jeden Fall irgendwo einen festen Wohnsitz. Vor allen Dingen, wenn du aus der deutschen Steuerpflicht raus willst. Ja? Wenn du keinen festen Wohnsitz hast und sogenannter Perpetual Traveler bist, ergeben sich dadurch für dich steuerliche Nachteile in Deutschland noch für 10 Jahre. Wir haben dazu eigene Videos gemacht, wir verlinken die hier unten, schau dir die am besten an. Das möchte ich jetzt nicht alles hier nochmal sagen. Ja? Aber du brauchst eine feste Basis, ganz wichtiger Punkt. Ja? Das heißt, selbst wenn du danach viel reisen willst, musst du dir trotzdem irgendwo einen festen Wohnsitz einrichten, wo du eine richtige Wohnung hast, wo du steuerlich registriert bist, in einem steuergünstigen Land möglicherweise. In der EU bieten sich zum Beispiel Malta und Irland an. Und wie oft du dann da bist und wie viel du reist, das ist dann eine komplett andere Frage. Aber wie gesagt, du brauchst eine Basis, und die jetzt sowieso ja eher, sag ich mal, einen festen Standort suchen, wo sie gerne leben wollen, die haben sich wahrscheinlich sowieso schon Gedanken dazu gemacht, wo das sein wird. Dritter Punkt gilt für diejenigen, die Kinder haben. Was ist mit der schulischen Ausbildung der Kinder? Viele verlassen Deutschland, um dann Homeschooling zu machen. Du musst natürlich sicherstellen, dass Homeschooling in dem Zielland, wo du hingehst, auch entsprechend legal ist. Manche wollen ihre Kinder auf die deutsche Schule schicken. Also musst du natürlich schauen, ob es da eine deutsche Schule gibt, auch ob die Platz haben, was es kostet. Ja. Aber ehrlich gesagt, für viele ist auch die lokale Schule sehr interessant, vor allen Dingen, wenn es vielleicht in einem Land ist, wo man dann eine sinnvolle Sprache lernen kann, wie Englisch, Spanisch, Französisch oder sowas. Ja. Also das heißt, setz dich damit gut auseinander, überleg dir, welche Optionen es gibt. Denk nach, was deine Kinder für
Persönlichkeiten sind, was die besonders brauchen, was für die am besten ist, wie groß für die der Kulturschock sein wird. Vierter Punkt, deine Wohnung zu Hause. Damit die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland endet, musst du deinen Wohnsitz in Deutschland aufgeben. Ja? Das heißt, wenn du eine Eigentumswohnung hast, kannst du sie natürlich behalten, du musst sie nicht verkaufen, aber du musst sie vermieten. Lebst du in einer Mietswohnung, dann musst du diese aufgeben. Ja? Wenn du das nicht tust, bleibst du in Deutschland einfach weiterhin unbeschränkt steuerpflichtig. Also für jene, die dann gerne hier die steuerlichen Vorteile im Ausland nutzen wollen, machen sich mit der deutschen Wohnung, mit dem deutschen Wohnsitz dieses dann zunichte, die steuerlichen Vorteile. Auch dazu haben wir schon einige Videos gemacht. Schau dir die am besten an. Fünfter Punkt ist die Wegzugsteuer. Wenn du an Kapitalgesellschaften im In- und Ausland beteiligt bist und ins Ausland umziehst, musst du auf einen fiktiven Veräußerungserlös in Deutschland Steuern zahlen. Das sind ziemlich happige Beträge. Das können sehr schnell Hunderttausende sein. Die Wegzugsteuer lässt sich vermeiden, zum Beispiel indem du die Gesellschaft in eine Personengesellschaft einbringst. Auch dazu haben wir viele Videos gemacht. Wir linken hier mal unten ein paar rein. Kümmere dich um die Wegzugsteuer, wenn du an Kapitalgesellschaften im In- und Ausland beteiligt bist. Besprich das mit einem Steuerberater und Rechtsanwalt und lass dich hier beraten. Sechster Tipp betrifft auch die, die ein Unternehmen haben, die eine GmbH zum Beispiel in Deutschland haben. Wenn du Deutschland verlässt, kannst du nicht mehr der Geschäftsführer dieser Gesellschaft sein. Ansonsten wandert die Betriebsstätte der Gesellschaft ins Ausland und es hat steuerliche Negativwirkungen in Deutschland in nicht unbeträchtlicher Art und Weise. Also such dir einen neuen Geschäftsführer, wenn du das Unternehmen behalten willst. Strukturiere es so um, dass du hier keine Schwierigkeiten haben wirst. Siebter Punkt ist das Thema Visum und Aufenthaltsgenehmigung. Ziehst du in ein Land um, wo du ein solches brauchst, dann lass dir relativ viel Zeit damit, dieses zu organisieren. Normalerweise dauert es Monate, bis man ein solches Visum und Aufenthaltsgenehmigung hat. Also in deiner Planung berücksichtige hier, dass du hier einige Zeit brauchen wirst. Achter Punkt ist dann die Wohnungssuche. Ich würde schon vor meinem Umzug ins Ausland eine Wohnung im Ausland suchen, dass du dann schon einen Ort hast, wo du ankommst, wo du dich schon mal steuerlich registrieren kannst. Auch schon, dass du Konten im Ausland eröffnen kannst auf die neue Wohnung, vielleicht eine Firma gründen kannst mit der neuen Wohnung als Adresse, die dann im Handelsregister eingetragen wird, bei dir als Geschäftsführer. Also such eine Wohnung im Ausland, auch wenn es eine gewisse Überlappung hier gibt, dann und du die Wohnung schon hast vor deinem Wegzug. Neunter Punkt sind Konten und Depots. Ich würde dir auf jeden Fall raten, Konten und Depots im Ausland zu eröffnen, beziehungsweise wenn du deutsche Konten und Depots hast, würde ich dir raten, diese zu schließen oder wenigstens sicherzustellen, dass keine hohen Beträge auf den Konten sind, denn das kann wiederum steuerliche Negativwirkungen in Deutschland haben. Kümmere dich frühzeitig darum, dass es Konten und Depots im Ausland gibt. Punkt 10, Firma gründen. Wenn du in Zukunft dann mit einer Auslandsgesellschaft Rechnungen schreiben wirst an deine Kunden, brauchst du eine Firma, bis die Firma steht, bis die Umsatzsteuer möglicherweise registriert ist, bis ein Konto offen ist, braucht das alles eine gewisse Zeit. Das heißt, ich würde dir raten, möglichst frühzeitig mit der Firmengründung anzufangen. Mindestens 3 Monate würde ich dir raten, dafür letztlich dir Zeit zu nehmen, bis das alles steht. Eine Sache ist natürlich, wenn du in Deutschland lebst oder eine Firma im Ausland gründest, dann wirst du diese in der deutschen Steuererklärung für dieses Jahr noch angeben müssen, was jetzt unschädlich ist. Aber wenn du das auf jeden Fall vermeiden möchtest, dann gründe die Firma erst, wenn du ins Ausland umgezogen bist. Der 11. Punkt ist das Thema Versicherungen. Wir alle brauchen Versicherungen. Die wichtigste ist natürlich die Krankenversicherung. Es gibt aber auch noch andere Unfallversicherungen, Rechtsschutzversicherungen, Haftpflichtversicherungen. Setz dich damit frühzeitig auseinander. Im Ausland sind die Versicherungen oftmals anders als in Deutschland. So, der letzte Punkt ist dann das Thema Abmelden. Die Abmeldung erfolgt vom Einwohnermeldeamt. Da wird dann auch das Finanzamt informiert. Du kannst diese Abmeldung theoretisch auch aus dem Ausland hinterher machen. Überleg dir das einfach, wie das genau funktionieren wird. Ich rate dir, dass du beim Finanzamt einen Empfangsbevollmächtigten letztlich bestellst, der dann deine Post dort bekommen kann, falls du noch irgendwas aus dem Finanzamt zu erwarten hast. Ich würde raten, das alles sehr sorgfältig abzuschließen und zu organisieren, dass es hier auf keinen Fall zu Problemen kommt. Die Probleme holen dich nämlich dann ein, wenn du wieder nach Deutschland zurückkehrst. Stell sicher, dass du vom Finanzamt Post bekommen kannst, wenn sie dir was senden, damit es hier keine Unstimmigkeiten
gibt. So, das war unsere Checkliste, wenn du 2024 auswandern willst. Wenn du Fragen hast, wenn du selbst planst auszuwandern und steuerliche Beratung brauchst, dann buch gerne ein Beratungsgespräch hier. Wir helfen seit vielen Jahren dabei, Mandanten ins Ausland umzuziehen, die Auswanderung steuerlich und rechtlich vorzubereiten und zu begleiten, inklusive alle der hier angesprochenen Schritte. Ich würde mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen und ein Auslandsvorhaben mit dir zu besprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.